Servus Leute, in meinem heutigen Video will ich mal eine ziemlich coole, ausgefallene und filigrane Lampe aus Beton bauen. Schauen wir mal, ob es so klappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Und zwar soll das Ganze so wie auf meiner fachmännischen Skizze hier aussehen, nämlich so mit einem Korpus aus Beton. Hier unten kommt ein Holzfuß hin und wie ihr sehen könnt, ist der Beton hier ziemlich filigran, nämlich nur 15 mm stark. So ist zumindest mal der Plan. Dann schauen wir mal, ob wir es auch so filigran hinbekommen. Jetzt fangen wir erstmal mit der Schalungsform an und die werde ich mir wie immer aus beschichteten Spanplatten herstellen. Da habe ich noch genug Reste rumstehen. Für das Projekt hier brauchen wir eh nicht viel Material. Das ist vom Materialaufwand sehr überschaubar. Die Schalungsform ist dann auch überhaupt kein Problem. Die wird einfach hier so zusammengesetzt. Ist ja nur ein viereckiger Kasten mit Schrauben montiert und schon sind wir fertig. Dann habe ich wie immer rundum noch eine Silikonfuge angebracht, dass die Schalungsform dann auch komplett dicht ist. Und bevor ich die Silikonfuge aufgebracht habe, habe ich rundum noch ein Möbelwachs aufgetragen. Das hat dann zur Folge, dass man die Überstände von dem Silikon wieder ganz einfach entfernen kann. Dadurch spart man sich dann einiges an Arbeitszeit. Ja, mit der Silikonfuge bin ich auch fertig. Die lassen wir jetzt aushärten und in der Zeit machen wir schon mal mit der inneren Aussparung weiter. Die Aussparung bauen wir aus Styrodur. Da habe ich hier in meinem Lager noch einiges mit einer passenden Stärke herumliegen. Jo, das können wir verwenden. Und der Zuschnitt ist auch kein Problem. Dazu verwendet man wieder die Tischkreissäge. Damit lässt sich nämlich Styrodur auch ganz einfach und vor allem exakt schneiden. So, die Styrodur habe ich zugeschnitten. Jetzt will ich an der Aussparung hier oben noch eine Rundung anbringen, weil es einfach cooler aussieht. Und dazu verwende ich hier einfach so einen kleinen Kreis, zeichne mir den Radius an und dann kann man es sich mit Schleifpapier passend zurechtschleifen. Als Leuchtmittel für meine Betonlampe verwende ich hier so einen kleinen 230 Volt LED-Spot und den müssen wir natürlich irgendwie in den Betonkorpus einbauen. Da wir da auch eine Verdrahtung machen müssen, ja, verwende ich hier so eine ganz kleine Lampenabzweigdose. Das ist die kleinste, die ich gefunden habe und das ist auch wichtig, weil wir natürlich in diesem filigranen Korpus extrem wenig Platz haben. Für die Lampe und die Dose braucht man natürlich auch nochmal Aussparung und die habe ich mir hier auch aus Styrodur hergestellt. Jetzt muss ich ja irgendwie die große Aussparung mit den zwei kleinen verbinden. Es muss möglichst stabil sein, sodass es mir im Beton dann nicht aufschwimmen kann. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich hier einfach so einen kleinen Zahnstocher nehme und das Ganze dann zusammenstecke und dadurch ist es dann fixiert. Dann machen wir hier noch ein bisschen Silikon drauf und stecken das Ganze zusammen. So, dann lassen wir das auch mal aushärten. Und so sieht die Aussparung dann aus. Ja, da bin ich mal gespannt, ob sich das dann nachher auch wieder ausschalen lässt, weil es ist schon wieder sehr grenzwertig. Oh Mann, warum mache ich sowas eigentlich? Meine Betonlampe soll jetzt ziemlich filigran werden und daher benötigt man natürlich auch eine anständige Armierung. Ich habe mir hierzu einen kleinen Rahmen aus 6 mm Torstahlstangen zusammengeschweißt und ich hoffe, dass es dann auch so funktioniert. Okay Leute, ich gebe es zu, ich bin meilenweit davon entfernt, ein guter Schweißer zu sein, aber es muss mir auch nicht. Bei der Arbeit reicht es vollkommen aus, wenn man ein bisschen heften kann, ein bisschen brutzeln und die Armierung, da muss man auch keinen Schönheitspreis gewinnen, die sieht man später im Beton eh nicht. Dann schauen wir doch mal, ob das auch passt, was ich da zusammengebrutzelt habe. Ja. Das sieht ganz gut aus. Wie ihr sehen könnt, liegt die Armierung rechts und links von der Aussparung. Aber ja, das ist halt schon echt verdammt wenig Platz. Weil ich auch noch den Schlauch hier drinnen verlegen muss. Da soll dann das Elektrokabel durchgeführt werden. Und den müsste ich hier auf der gesamten Länge von oben bis unten mit reinlegen. Aber das wird echt extrem knapp. Vor allem ist der Schlauch auch nicht so wirklich flexibel. Den Schlauch wollte ich eigentlich hier so mit Kabelbindern an der Armierung fixieren und das Ganze dann eben oben auf der Armierung verlegen, dass wir keinen Platzverlust haben. Aber das funktioniert so nicht. Und warum nicht? Ja, ganz einfach, weil der Schlauch nämlich ziemlich unflexibel ist und am Ende muss ich ja hier so einen Bogen machen und dadurch wird dann die komplette Armierung immer an die andere Seite geschoben. Also die liegt dann nicht mehr locker in der Schalung, sondern steht an der anderen Seite an. Ich habe jetzt schon mehrfach probiert, das Problem zu lösen, aber nee, der Schlauch, mit dem Schlauch, das funktioniert so nicht. Oh Mann, das ist auch wieder so ein Problem, wo ich vorher auch nicht auf dem Schirm gehabt habe.
Leute, mir ist gerade was eingefallen, wie ich das Projekt noch retten kann. Ich werde die komplette Lampe einfach umdrehen, sodass die Lampe nicht mehr von oben nach unten leuchtet, sondern von unten nach oben scheint. Dann brauche ich nämlich das ganze Kabelwerk nicht mehr in der Lampe zu verlegen und kann sie einfach unten anschließen. Ja, das könnte die Rettung für das Projekt sein. So, ich habe es jetzt vorbereitet. Also, so sieht es jetzt aus. Hier habe ich jetzt nur ein ganz kleines Stück an Kabel, wo verlegt wird. Und hier liegt die Armierung drin. So, jetzt mischen wir uns den Beton an und dann betonieren wir die Lampe. Ich habe mir dann wie immer einen hochfesten Mörtel zusammengemischt, wollte ihn dann ganz normal, wie eigentlich auch immer, mit meinem Handmischer durchmischen und dann das. Also ich sage euch Leute, das Projekt entwickelt sich zum puren Horror. Jetzt wollte ich gerade hier den Beton anmischen. Jetzt ist mein Mischer defekt. Ein Wackelkontakt ist es nicht. Ich habe hier schon alle Kontakte überprüft. Naja, ist wohl ein neuer Mischer fällig. Mein Zwangsmischer habe ich auch ausgeliehen. Naja, jetzt muss ich mal geschwind zu meinem Bruder hochfahren, der hat einen Mischer. Das mische ich durch, dann komme ich und dann geht's weiter. Also, gibt's sowas? So, da bin ich wieder, jetzt kann es weitergehen. Zeit zum Ausschalen, dann legen wir mal los. Das wäre jetzt hier der Betonkorpus für meine Lampe, soweit ganz gut. Und dafür brauchen wir jetzt natürlich auch noch einen Sockel. Und die werden wir uns hier aus Reststücken Eichenholz bauen. Da habe ich nämlich noch einiges davon rumliegen. Eichenholz und Beton sind übrigens immer eine stylische Kombination. Das sieht edel aus und der Kontrast zwischen dem warmen Holz und dem kalten Beton sieht echt immer gut aus. Da kann man überhaupt nichts falsch machen, meiner Meinung nach. Zum Ölen der Oberfläche habe ich heute das erste Mal das Öl von Heliacare verwendet und ich muss sagen, das hat sich echt gut verarbeiten lassen und das Eichenholz kommt damit echt gut zur Geltung. Der Lampensockel schaut jetzt vom Design her ein bisschen anders aus als ursprünglich geplant, aber ja, ich würde sagen, so macht es dann doch ein bisschen mehr her. Den Sockel müssen wir jetzt auch noch mit der Lampe verbinden, aber das ist gar kein Problem, weil wir ja hier die Schraube mit einbetoniert haben und dann können wir jetzt hier den Sockel einfach so aufsetzen und dann hier unten mit der Mutter verschrauben. Voilà, bombenfest. Ich habe jetzt hier gerade schon mal mit der Verkabelung angefangen und muss feststellen, dass ich nochmal einen Denkfehler in meiner Planung habe. Und zwar wollte ich ja eigentlich die Verkabelung hier in dieser Dose verlegen, habe mir auch die Aussparung eingegossen, aber was ich natürlich nicht bedacht habe, ist, dass ich ja mit der Dose hier oben durch die Öffnung von der Lampe muss. Und dreimal dürft ihr raten, die Dose ist natürlich zu groß. Gut, es ist jetzt kein Beinbruch, ich werde jetzt hier eine ganz normale Klemme nehmen und werde sie hier in der Aussparung verlegen. Halt ohne Dose. Naja, dann ist es jetzt halt eine Lampe für den Innenraum. Aber ärgerlich ist es trotzdem. So Leute, da steht sie, die fertige Lampe. Und ich muss sagen, das war wieder eins von diesen Projekten, wo ich echt heilfroh bin, dass ich fertig bin. Weil so viele Stolpersteine wie diesmal habe ich schon lange nicht mehr gehabt.
Naja, aber ich habe es durchgezogen, die Lampe ist fertig. Vom Design her muss ich sagen, ist es jetzt auch nicht unbedingt mein schönstes Projekt. Das hat bei der Planung in meinem Kopf ein bisschen stylischer ausgesehen und ich denke, das wird auch nicht unbedingt den Weg in unser Wohnzimmer finden. Also muss ich mal schauen, was ich mit dem Gerät mache. So, jetzt wollt ihr mit Sicherheit auch noch sehen, wie die Lampe im Dunkeln aussieht. Das zeige ich euch jetzt gleich, aber vorher sage ich schon mal Ciao. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat, dass ihr wieder irgendwas mitnehmen konntet und dann sehen wir uns zunächst wieder zu neuen, coolen Projekten. Bis dahin macht's gut. Ciao.